Hallo liebe Motorsportfreunde, wir sind zurück vom großen Preis in Kanada mit einer neuen Folge Formel Schmidt. Sebastian Vettel hat gewonnen, hat die WM-Führung zurückerobert, aber Schmidti, eigentlich war doch Mercedes als Favorit nach Kanada gereist. Was ist da schiefgelaufen? Ja, das haben die auch gedacht und waren dann natürlich umso erstaunter, dass es nicht so war. Was ist schiefgelaufen, ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ferrari hatte Upgrades dabei am Auto und am Motor und Mercedes nichts. Und bei dem engen Kampf, wenn man mit nichts kommt und die anderen haben ein bisschen was, hat man eigentlich schon verloren. Ja, die Reifen haben ja auch eine Rolle gespielt. Mercedes hatte weniger Hypersoft-Reifen als die anderen. War das entscheidend oder war das am Ende eigentlich egal? Mitentscheidend würde ich sagen. Es waren viele kleine Gründe, warum es bei Mercedes dann nicht funktioniert hat. Bei 5 Satz Hypersoft war natürlich klar, der Freitag musste ohne die weichen Reifen gefahren werden, weil man sich die Reifen für Samstag aufhebt. Ja. Dann hat man nur noch einmal üben können, das war im 3. Training und dann ging es gleich ins Qualifying und das war wahrscheinlich vielleicht das eine Mal üben zu wenig. Ja, kann man sagen. Ja, Lewis Hamilton nur auf Platz 5 gelandet, WM-Führung verloren, wie schon erwähnt. Was war mit ihm los? Normal ist es doch auch seine Spezialstrecke, Kanada. Ja, eigentlich ja, aber man weiß ja bei Lewis, wenn der einmal sich so in so eine Negativspirale reinkommt, dann wird es immer schlechter. Ja. Schon im Training, in jeder Runde eigentlich immer vor der Haarnadel verbremst. Und dann im Rennen kam das Motorproblem dazu. Er hatte ja zu hohe Motortemperaturen, weil im Wasserkreislauf ein Ventil geklemmt hat, konnte dann im ersten Teil des Rennens nur den Normalmodus fahren. Man hat ihm dann gesagt, er muss früher an die Box, damit man das Problem behebt, nicht, dass der Motor auch noch kaputt geht. Danach ging es dann eigentlich wieder normal. Er hat zwar erzählt, er hätte immer noch hin und wieder mal Leistungsabfall gehabt, aber die Ingenieure haben gesagt, es ging eigentlich normal. Ja. Aber er war dann hinter Ricciardo und da war kein Vorbeikommen. Das war, glaube ich, eines der Hauptprobleme. Also fast so langweilig wie in Monte Carlo, kann man sagen. Ja, aber gerade fragen, also eigentlich ist ja Montreal vom Streckenlayout her lange Geraden, enge Kurven, prädestiniert dafür, dass man gut überholen kann. Und in der Vergangenheit konnte man ja auch eigentlich gut überholen. Also Kanada waren ja immer gute Rennen. Was war dieses Jahr los? Sind es die neuen Autos oder was ist das Problem? Ja, die neuen Autos spielen natürlich immer eine Rolle, aber man könnte ja sagen, ja gut, Montreal ist ähnlich wie in Bahrain, kurze Kurven und lange Geraden. Und in Bahrain wurde viel überholt. Wir hatten, glaube ich, 52 Überholmanöver, diesmal nur 11. Ich glaube, das Hauptproblem in Montreal war, die Reifen waren einfach zu gut, also zu gut in dem Sinne, die haben gar nicht abgebaut. Die sind mit den Ultrasoft-Reifen, das ist ja die zweitweichste Reifenmischung. Hamilton kam in Runde 16, es hat bis Runde 70 durchgehalten. Also, und das ohne nennenswerten Zeitabfall. Also wenn alle gleich schnell hintereinander herfahren, dann ist es natürlich logisch, dass der im Training ein bisschen schneller war, auch im Rennen ein bisschen schneller ist. Dann hat man einfach nicht die 2 Sekunden, die man gebraucht hätte, um vorbeizufahren. Ja, Red Bull deutlich verbessert, beziehungsweise Max Verstappen deutlich verbessert, keinen Fehler gemacht. In Monaco gewonnen, jetzt wieder auf einer Strecke, die ja zumindest mal vom Poweranteil nicht so Red Bull favorisiert. Sind die jetzt mittendrin im WM-Kampf oder glaubst du, die sind immer noch ein Stück hinten dran? Auf jeden Fall. Ich meine, das Rennen wurde im Training entschieden, ganz klar. Also da ging es um 93 Tausendstel zwischen Vettel und Bottas und ich glaube, zwischen dem Vettel und dem Verstappen waren 0,173. Ja. Also das war ganz knapp. Also wenn Verstappen auf der Pole Position steht, dann gewinnt er das Rennen. Wenn Bottas auf der Pole Position steht, gewinnt er das Rennen. Also da wurde es verloren und da sieht man schon an diesem extrem knappen Abstand. Gerade in der Qualifikation, wo der Red Bull ja vorher eigentlich immer so eine halbe Sekunde fast verloren hat. Jetzt ist er auf 2 Zehntel dran. Ja. Das auch noch auf einer Powerstrecke. Ja. Also das zeigt schon, der kommt Stück für Stück näher. Ja, alle Motorenhersteller haben oder wollten Upgrades bringen. Mercedes hat es nicht ganz geschafft. Wie siehst du das Verhältnis jetzt? Hat sich was verändert? Hat Renault oder Honda, haben die einen großen Schritt gemacht? Und was ist mit Red Bull und der Zukunft? Wie sieht es da aus? Also die Ferrari hat so ungefähr, hört man, so 10, 15 PS vielleicht gewonnen. Bei Renault waren es, also im Werksteam waren es 20. Bei Red Bull ist ein bisschen weniger davon angekommen, weil die einen anderen Sprit fahren und da ist noch keine Spritentwicklung für diese Motorspezifikation gemacht worden. Das dauert jetzt noch bis Ungarn. Das heißt, bei denen, die haben, glaube ich, selber gesagt, 9 Kilowatt oder 8 Kilowatt, also so um die 12 PS. Ja. Honda hat auch 20 PS gewonnen, Mercedes natürlich nichts. Ja. Und die sind mit uralten Motoren dann da rumgefahren. Also beide Motoren hatten, glaube ich, deutlich über 5000 Kilometer. Ich glaube, der von Bottas sogar 5600 am Ende. Ja. Was schon wirklich viel Holz ist. Also Le Mans kann er locker mitfahren. Ja. Was hörst du, wie viel soll das Mercedes-Upgrade bringen, wenn es da mal kommt? Auch so nur um die 10 PS. Also das wird dann in Frankreich kommen, dann wird man erst wieder vergleichen können. Ja. Ich meine, das hat natürlich den Verfolgern was gebracht und Mercedes ein bisschen geschadet. Es war einer von vielen Punkten. Wo, glaube ich, Mercedes am meisten besorgt war,
dass sie im Vergleich zur Konkurrenz relativ viel Sprit gebraucht haben. Sagen wir mal so, es war für alle knapp, bloß bei diesem knappen Anteil an Sprit, den man da hatte, oder beim Knappsein, waren die anderen schneller. Ja. Nochmal zum Thema Red Bull und Motoren, die Zukunft. Es entscheidet sich ja zwischen Renault und Honda. Man will jetzt zum Grand Prix von Österreich die Entscheidung treffen. Renault hätte gerne die Entscheidung ein bisschen früher. Ja. Erstens, wie siehst du das Verhältnis Renault und Honda und was glaubst du, wie wird sich Red Bull da entscheiden? Ja, also diese Ehe Renault, Red Bull, ich meine, da schwankt ja immer die Stimmung mal von gut, mal von böse. Ja. Vor einem Monat hat Renault Red Bull vorgeworfen, sie wären undankbar, nicht loyal. Ja. Dann 2 Wochen später wollten sie unbedingt bei Red Bull bleiben und am liebsten gleich mit einem 3-Jahres-Vertrag, weil sie natürlich wissen, dass A, ist es das Team, mit dem man gewinnen kann, B, das sind 20 Millionen Euro zusätzliches Budget, was man für die Entwicklung braucht. Jetzt wieder gibt es Druck, meiner Ansicht nach zum dümmsten Zeitpunkt, weil bei Renault die 3 Tage, das macht keinen Unterschied. Und vielleicht ist es für Renault sogar ganz gut, dass man Frankreich noch hat, weil in Kanada war es so, dadurch, dass Red Bull, wie gesagt, eben das Benzin nicht hat wie das Werksteam, waren es bei denen halt nur so um die 12 PS, bei Honda. Bei Toro Rosso jetzt im direkten Vergleich waren es 20 PS, sieht natürlich Honda jetzt relativ ein bisschen besser aus. Also wenn ich Renault wäre, würde ich noch auf den Grand Prix von Frankreich hoffen. Ja. Aber ich glaube, so gefühlsmäßig muss man sagen, hat sich Red Bull von Renault schon verabschiedet. Ja, also es wird Honda. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ja. Und für wie lange unterschreiben Sie? Also ich würde mal sagen, das sind nur 2 Jahre, weil Porsche steht vor der Tür. Das hört man jetzt immer öfter auch, wie gesagt, aus neutralen Kreisen, die da wissen müssen, was Sache ist. Und ich glaube, die Option Porsche wird sich Red Bull nicht verbauen. Ja. Blicken wir mal zurück aufs Mittelfeld, ein bisschen weiter hinten dran. Sauber hat wieder Punkte gemacht. Charles Leclerc wird immer besser, kommt immer besser in Schwung. Wie siehst du Sauber generell und ist Charles Leclerc der Mann für die Zukunft für Ferrari? Ja, also Sauber hat mit Sicherheit nicht mehr das schlechteste Auto, das ist jetzt ganz klar. Ja. Die rote Laterne ist ganz klar bei Williams. Sauber kommt auf den Rennstrecken, wo die Kurven nicht so lang sind, wo viel Stop and Go ist und lange Geraden. Da können sie auch im hinteren Mittelfeld mitfahren und dann teilweise auch fast aus eigener Kraft in die Punkte fahren. Ist also deutlich besser als letztes Jahr. Charles Leclerc ist wieder ein super Rennen gefahren. Er hat sich vor den beiden McLaren qualifiziert und dann, was bei ihm ganz entscheidend ist, das hat man jetzt bei den letzten 4 Rennen immer gesehen, er hat eine unglaublich gute Startrunde und da legt er dann das Fundament für seine Punkte. Er kam als 11. zurück. Gut, okay, wenn Alonso nicht ausfällt, wird er wahrscheinlich nicht 10., weil Alonso war vor ihm. Aber da muss eben nur noch einer ausfallen und dann ist er schon in den Punkten. Ja, wie siehst du es? Ist er ein Kandidat für Ferrari für nächstes Jahr? Kimi Räikkönen war jetzt ja in den letzten 2 Rennen nicht so gut, jeweils hinter Hamilton gelandet, während Vettel vor Hamilton gelandet ist. Also er konnte Vettel da im WM-Kampf nicht helfen. Das merkt man sicherlich bei Ferrari auch. Also er wird immer mehr zum Kandidat, muss man ganz klar sagen. Bei Kimi war es das Gleiche. Er war natürlich im Training durch den einen Fehler. Hätte er den nicht gehabt, wäre er mit Sicherheit in die 2. Startreihe gefahren, vielleicht sogar in die 1. Ja. Er hat sich da das ganze Rennen kaputt gemacht. Aber er muss jetzt ganz klar, wie du schon sagst, zeigen, dass er dem Hamilton oder dem Verstappen oder dem Ricciardo Punkte wegnehmen kann. Und das hat er in Montreal wieder nicht gemacht. Ja. Nächstes Rennen, Frankreich, neue Strecke für alle. Du warst, glaube ich, schon ein paar Mal da, oder? Ja. Kennst die Strecke. Was erwartest du? Was erwartet uns da von Frankreich? Ich habe gehört, Verkehrschaos vor allem. Verkehrschaos, das auf jeden Fall. Ich meine, als ich dort war, ganz am Anfang gab es ja die lange Strecke, da gab es aber keine Schikanen auf dieser langen Geraden. Meiner Ansicht nach ein ganz großer Fehler, dass man Schikanen eingebaut hat. Jetzt hat man statt einer 1,8 Kilometer langen Gerade 2 900 Meter lange Stücke. Da wird wieder nicht überholt werden, weil das zu kurz ist, unter Garantie. Und eigentlich von der Charakteristik her müsste es eine Strecke sein, die Mercedes ein bisschen mehr hilft, weil es sind flüssige Kurven, natürlich auch dem Red Bull. Jetzt muss man natürlich wieder bedenken, Pirelli bringt wieder seine dünneren Reifen. Das ist ein Faktor, ganz klar. Das heißt, die Gefahr des Überhitzens wird geringer. Ja, hilft Mercedes. Hilft Mercedes wieder. Also sollte eigentlich eher wieder eine Mercedes-Strecke sein. Also wenn sie da verlieren, müssen sie noch mehr besorgt sein als nach Montreal. Ja, also liebe Fans, Sie sehen, das wird ein interessantes Rennen, ob Mercedes jetzt wirklich endlich die Wende hinbekommt und Hamilton gegen Vettel wieder zurückschlagen kann. Wir sind natürlich vor Ort. Nächste Woche werden im Internet und im Magazin für Sie berichten und melden uns dann anschließend natürlich wieder mit einer neuen Folge Formel Schmidt. Bis dann, auf Wiedersehen. Servus.